Morgen. Wir haben uns dagegen entschieden, heute nach Argentinien zu fahren, denn Ji-Jin hat heute hier seinen letzten vollen Tag und fliegt morgen schon nach Sao Paulo. Und deshalb wollten wir gerne diesen Tag mit ihm nutzen, denn er war schon in Argentinien. Das werden wir dann auf morgen verschieben. Und heute machen wir, wie ihr sehen könnt, eine kleine Wanderung zu einem oder zu mehreren abgelegeneren Wasserfällen, bei denen man auch baden kann. Also mal schauen, was wir entdecken. Hier sind wir auf jeden Fall direkt mitten im Dschungel und suchen nach Tukans. Denn wir haben schon welche gesehen in Rio, aber Ji-Jin hat noch keine gesehen und deswegen halten wir jetzt hier überall die Augen offen, damit wir vielleicht noch einen erspähen. Jaguare gibt es hier auch. Dem will ich lieber nicht begegnen, zumindest nicht zu Fuß. Ja, aber mal schauen, was wir hier so entdecken. Alles für Ji-Jin. Wir sind hier jetzt an so einem Teich vorbeigekommen. Und ich glaube, ich habe gerade einen Tukan gesehen. Ich war aber leider an erster Stelle und der ist dann weggeflogen. Deswegen haben die anderen den nicht gesehen. Ich hoffe, er versteckt sich hier noch irgendwo. Easy going. Die Erfrischung im Iguazu-Fluss war jetzt richtig gut. Tat wirklich richtig gut. Und der Fluss ist ganz, ganz klar. Und es sind nur ein paar kleine Fische drin. Nichts Gefährliches, weil wir hatten schon Angst, dass da irgendwelche Krokodile sein könnten, weil das sieht so wirklich perfekt aus für Krokodile. Aber da kamen ein paar Leute und meinten, das sind keine Krokodile, wir sollen keine Angst haben. So, und jetzt sind wir schon auf dem Weg und suchen den Wasserfall. Und ja, gehen wieder mitten durch den Dschungel. So now turn. You can see you. Oh, you can see yourself. Oh my God. We're in the jungle. Have a spirit, have a name. Have you ever heard of a wolf cry to the blue hound? Okay, hier geht's straight runter. Aber wir versuchen mal einen Weg zu finden, der uns da unten hinführt, denn dann können wir eine schöne Wasserfalldusche nehmen. Mulher parida não come odilê, dilê, farinha do mesmo dia, odilê, leua. Der erste Wasserfall war der absolute Hammer. Beste Mittagspause ever. Ji-Jin hat Snacks mit dabei gehabt, konnten eine Dusche nehmen. Richtig geil, so wie man sich das vorstellt. Und jetzt sind wir auf der Suche nach noch einem weiteren und sind auf ein Hindernis gestoßen. Ihr habt es gerade gesehen, ein Schild, das sagt, hier bitte nicht weitergehen, wegen Jaguaren und Pumas. Mal gucken, ob wir welchen begegnen. Wir sind natürlich nicht über die Absperrung geklettert, aber naja, wer weiß, was es hier alles für Tiere gibt. Wir sind hier wirklich mitten im Dschungel. Wir haben zwar einen Wasserfall gefunden, wie ihr sehen könnt, aber wir sind weit ab vom
jedem Weg, der hier durch den Dschungel führt, wirklich auf eigenen Wegen gerade unterwegs. Richtig abenteuerlich, oder? Ja, voll, aber irgendwie auch gruselig, wenn man weiß, dass es hier Jaguare und Pumas gibt. Und ja, jetzt wissen wir halt nicht ganz, wo wir sind, ne? Ja, wir versuchen jetzt mal den Weg wieder zu finden. Minha senhora e meu senhor, Odilê Dewa, o samba de Olinda, Odilê. Birkenstock werden auf ihr Äußerstes getestet. Ja, hätte ich das gewusst, dann hätten wir eher Wanderschuhe angezogen. Ja, aber wir dachten, es wird ein easy Track. Aber dafür ist die Landschaft umso schöner. Dschungel, Wasserfall, felsiges Ufer. Traumhaft. Den ganzen Dschungeltrip, die ganze Kletteraktion hier, nur um herauszufinden, dass der Wasserfall eigentlich direkt vor unserer Nase war. Man fühlte sich die ganze Zeit mega alleine und hatte schon ein bisschen Bedenken. Und dann kommt man an so einen Wasserfall und plötzlich sind richtig viele Leute hier und hier ist voll das Leben. Aber es ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil so weiß man, dass wir wieder zurückkommen und der Weg hier nicht allzu lang sein kann, weil die Leute, wenn jetzt hier alle nicht so eine riesen Wanderung gemacht haben. Richtig cool. Wir haben ihn gefunden. Das ist quasi unser dritten Wasserfall. O samba de Olinda, Odilê, Odilê, o samba de Olinda, Odilê, o samba de Olinda, Odilê, Odilê, o samba. Dieser Platz setzt all dem absolut die Krone auf. Dafür hat sich der ganze Weg gelohnt. Wir sitzen jetzt hier in so Pools, direkt am Abhang, direkt am Wasserfall, wo wir eben noch drunter standen. Beziehungsweise die saßen, also Wahnsinn. Total geil. Richtig geil. Aber ich finde, es sieht gerade so schön aus. Jetzt sitzen wir hier an der Bushaltestelle, um zurück in die Stadt zu fahren. Und es sieht so aus, als würden wir tatsächlich doch noch einen Tukan sehen. Dort oben, ein Schild. It is, right? It is, ja. Genau am Ende. Oh my god, it is. That's so cool. Das sind tatsächlich Tukane, die kann man natürlich jetzt mit der GoPro nicht so gut filmen, aber da sitzen zwei kleine auf dem Schild. Ich will nochmal meine andere Kamera. Was war das für ein krasser Tag? Der war so schön und ganz unerwartet. Ja, wirklich. Und dann auch mit so einem Abschluss jetzt. Den ganzen Tag suchen wir nach Tukan und dann an der Bushaltestelle sehen wir noch welche. Hier der Sonnenuntergang gegenüber. Ja, Wenn jetzt noch der Bus kommt und uns zum Restaurant bringt, wäre perfekt. wäre perfekt. Aber auch so war das ein mega schöner Tag. Also wirklich, Das ist wir sind gerade, richtig froh, dass wir uns entschieden haben, nicht heute nach Argentinien zu fahren. sondern noch mit Chijin zusammen den Tag Ja, zu wirklich. verbringen. Den Tag werden wir so Traumhaft. schnell nicht vergessen. Nein. Und jetzt kommt der Sound vom Dschungel wieder richtig laut hervor, weil es jetzt langsam Abend wird. Und hier fliegen die ganze Zeit noch Vögel herum, deswegen gucken wir immer schon so, weil das ist echt ein spannendes Spiel jetzt gerade noch, Schauspiel hier. Ja. Also traumhaft. Es war ein richtig, richtig schöner Tag.